Aus unserer Sicht ist das Betrug. Hola a todos! Willkommen zu einer neuen Folge von Mattes Mate Mission Uruguay in Welt. Ich bin der Mattes, schön, dass ihr wieder dabei seid. In den vergangenen Folgen haben wir über unsere Reiseroute berichtet. Es ist bald soweit, yay, wir haben schon ganz viel Vorfreude. Die Vorbereitung für unsere Erkundungsreise nach Uruguay läuft auf vollen Touren. Wir haben bisher immer sehr viel über das Internet recherchiert. Natürlich wollen wir auch wissen, was Experten darüber schreiben. Was man unbedingt besuchen sollte, wenn man Uruguay und Buenos Aires bereist. Also haben wir uns diverse Reiseführer bestellt. Ich halte die mal in die Kamera. Ich hoffe, die sind soweit ganz gut zu sehen. Ja, wir haben sie nicht nur bestellt, sondern wir haben sie auch wirklich richtig gelesen. Und weil wir ja Uruguay nicht nur bereisen möchten, sondern auch einzuwandern planen, war auch ein Handbuch für Auswanderer nach Uruguay dabei. Ja, war das Ganze jetzt sinnvoll? Hat es uns wirklich weitergebracht? Können wir euch irgendeinen Reiseführer empfehlen? Oder sind die heutzutage eigentlich völlig überflüssig, weil online sowieso alles zu finden ist? Wie immer gilt auch für diese Folge, wir erzählen euch ehrlich, was wir selbst denken. Ganz ohne Sponsoring oder Verlag im Hintergrund. Ihr bekommt bei uns immer unsere ungeschönte Meinung. Versprochen. Ja, worauf kommt es denn bei einem Fachbuch eigentlich an? Und nichts anderes ist ja so ein Reiseführer schließlich. Wir hatten uns echtes Expertenwissen erhofft. Klaren Expertenrat, top aktuelle Infos sowie vollständige und präzise Angaben. Also wirklich ganz konkrete Informationen, die man entweder gar nicht oder zumindest nicht so ausführlich in Deutsch einfach irgendwo im Internet findet. Ja, und eigentlich am wichtigsten, Inhalte, die auch tatsächlich von der Redaktion geprüft sind. Denn darauf sollte man sich ja bei einem Fachbuch schließlich verlassen können. Diese Erwartung hat lediglich dieser Reiseführer von Buenos Aires von Dumont direkt erfüllt. Er ist sehr unterhaltsam, viele konkrete Tipps für Aktivitäten und Besichtigungen sowie Restaurantempfehlungen. Alles mit Öffnungszeiten, Karten, Angaben zu Preisen, Adressen und Links. Uns hat das Lesen nochmal richtig Lust auf unseren Trip nach Buenos Aires gemacht. Den Blick über Buenos Aires aus dem 22. Stock des Restaurants Zirkel und die Kanufahrt im Tigra-Delta wäre uns ohne das Buch komplett entgangen. Und jetzt steht beides auf unserem Plan. Aus unserer Sicht hat dieser Reiseführer einen deutlichen Mehrwert, den uns kein Smartphone-Gewische oder Google-Recherchen irgendwie ersetzen kann. Ja, werfen wir einen kurzen Blick in das Buch. Fangen wir vorne an. Da gibt es Tipps zur Mobilität und Aussichtspunkten. Ja, und wenn wir weiter gucken, dann haben wir hier Tipps für Aktionen und Ausflüge. Ich finde das sehr schön übersichtlich. Ja, und hier haben wir konkrete Empfehlungen inklusive Adresse, Öffnungszeiten, Preisen, Links dazu und Restaurant- oder Café-Empfehlungen, die den Ausflug irgendwie komplett abrunden. Ja, so sieht für mich ein Reiseführer aus. Deutsch in Uruguay. Ein Handbuch für Auswanderer hat unsere Erwartungen leider nicht ganz erfüllt. Zugegeben, man findet einige nützliche Adressen darin, gerade deutschsprachige Kontakte sind sehr gut vertreten. Was man aber auch von dem Titel irgendwie erwartet. Nun kommt der Haken. Etwa ein Viertel des Buches besteht aus Werbung. Und das Ganze ist zweisprachig aufgebaut. Wir hatten uns auf 230 Seiten voller Information gefreut. Durch die Zweisprachigkeit schrumpft es aber effektiv auf nur 115 Seiten zusammen. Rechnet man dann noch 21 Seiten für Vorwort, Inhaltsverzeichnis und Anhang ab, plus weitere 50 Seiten für Werbung und Bilder, dann bleiben von den ursprünglich 230 Seiten gerade mal 40 bis 45 Seiten mit tatsächlichen Informationen übrig.
Ja, es gibt konkrete Adressen und Kontaktdaten, die für Einwanderer durchaus relevant sein können, aber es ist eben auch viel Historisches dabei und ehrlich gesagt wenig wirklich Neues. Was komplett fehlt, sind Infos zum konkreten Vorgehen, also wie läuft die Einwanderung ab, welche Papiere braucht man, was ist das übliche Verfahren dabei. Trotzdem wollen wir dem Handbuch für Auswanderer, Deutsche in Uruguay, eine Chance geben. Vielleicht ergeben sich ja aus den Adressen noch der ein oder andere nützliche Kontakt. Unser Fazit: kann man lesen, geht auch wirklich schnell, muss man aber wahrscheinlich nicht. Ja, das nächste Buch heißt Uruguay Reiseführer 2025, angeblich verfasst von Zak Kleback. Ja, und dann haben wir noch dieses Buch, Alles, was Sie über Uruguay wissen müssen, geschrieben von Jonas Hoffmann-Schmidt. Im Vorwort dieses Buches steht ganz transparent, dass dieses Buch mithilfe von KI geschrieben wurde. Ja, jetzt schauen wir erstmal in das Buch, den Reiseführer Uruguay 25 von Zak Kleback. Ich öffne die Seite 8283 und da heißt es: Tango-Abende in Montevideo. Tauchen Sie ein in die Tango-Kultur Uruguays, indem Sie an einer Milonga in Klammern Tango-Veranstaltung in Montevideo teilnehmen. Veranstaltungsorte wie die Fun Fun Bar und die Bar mit 2a, Fun Fun, bieten Live-Musik und Tango-Vorführungen, die Sie in die Vergangenheit zurückversetzen. Ob Sie ein erfahrener Tänzer oder ein neugieriger Beobachter sind, die Leidenschaft und Eleganz des Tangos werden Sie mit Sicherheit in Bann ziehen. Ja, und dann geht es weiter mit Paragliding in Punta del Este. Ja, also für mich wirft das irgendwie mehr Fragen auf, als es beantwortet. Ne? Gibt es diese Fun Fun Bar oder die Bar mit 2a Fun Fun? Oder ist das eher ein Druckfehler? Und falls es sie gibt, wo ist die Bar? Wann hat sie geöffnet? An welchen Wochentagen? Werden nur Getränke serviert oder auch Snacks muss man hier reservieren? Oder ist die Bar auch was für Kurzentschlossene? Welches Preisniveau? Und. Ja, und das Design-Layout, die oberflächlichen Beschreibungen, das zieht sich durch das ganze Buch. Also das ist... Ne? Nichts, was ich schon online gesehen hätte, und wir glauben nicht, dass dieses Buch einen wirklich humanoiden Autor hat. Ne? Aus unserer Sicht hat hier KI Informationen gesammelt und die wurden dann ausgedruckt, ohne Lektorat, ohne Layout, ohne Liebe. Ja, leider ist das Buch Alles, was Sie über Uruguay wissen müssen, angeblich von Jonas Hoffmann-Schmidt geschrieben, noch viel, viel schlechter. Also er hat ja schon zugegeben, dass er hier KI verwendet hat. Und die Gestaltung ist ähnlich aufwendig und pompös. Ups, ich halte das ja verkehrt rum. Die Aufmachung ist ähnlich pompös wie der andere Reiseführer. Also könnt ihr mal hier gucken. Ne? So. Also, dieses Buch ist nicht nur unfassbar langweilig geschrieben, es enthält außerdem veraltete Informationen. Eine Wiederholung reiht sich an die nächste. Druckfehler muss man nicht wirklich suchen und es hält Formulierungen, die wir mit viel, viel Wohlwollen bestenfalls als unangemessen bezeichnen würden. Also um euch da mal so ein Beispiel zu geben. Die Zeit bis zur Unabhängigkeit war geprägt von Konflikten zwischen verschiedenen Interessengruppen. Darunter die weißen Landbesitzer, die indigene Bevölkerung und die schwarzen Sklaven, die in großer Zahl aus Afrika importiert wurden. Echt jetzt? Importiert? Wie widerlich ist das denn? Ja, auch bei diesem Buch zweifeln wir jegliche Autorenleistung an. Hat vielleicht mal einen Prompt geschrieben, das war's. Auch hier hat eine KI wirklich Informationen zusammengestellt und diese wurden dann ungeprüft ausgedruckt. Dass man etwas ausdruckt und bindet, macht aus einem Druckerzeugnis noch lange kein Buch. Also aus unserer Sicht ist das Betrug. Lange Rede, kurzer Sinn, wir können nur den Dumont direkt empfehlen und werden mal schauen, ob es so einen auch für Uruguay gibt. Der Rest war echt rausgeschmissen Geld. Wir sind da wirklich enttäuscht. Ja, könnt ihr denn Literatur zum Thema Einwanderung in Uruguay empfehlen oder einen besonders guten Reiseführer dafür? Dann bitte ab damit in die Kommentare. Ja, und das war es auch schon wieder mit dieser Mate-Mission. Falls noch nicht geschehen, gebt uns einen Daumen hoch und wenn euch das Video gefallen hat und abonniert den Kanal, damit ihr keine neue Folge verpasst. Hasta la próxima, wenn es wieder heißt Mattes Mate-Mission.
Que les vaya bien und auf Wiedersehen. Tschüss.